Moin Moin, Twix hier von den German Spareheads, heute mit einem kleinen Review zu der AK 101 Sportlines von Begadi, SAEG Modell 6 mm. Unser Review ist heute wie folgt aufgebaut, dass wir erst ein kleines Unboxing machen, euch dann den ersten Eindruck der Airsoft vermitteln. Danach seht ihr ein paar Spielszenen auf dem Spielfeld mit der AK 101 und zum Schluss bringen wir euch noch unser persönliches Fazit rüber. Die AK 101 kommt in einen ganz normalen Standardkarton an. Im Lieferumfang enthalten ist eine Bedienungsanleitung der Airsoft, eine Messwertetabelle von Begadi, wo die Joule-Zahl drauf steht. Dann haben wir einen Speedloader, was eigentlich nie der Fall ist schon mal sehr gut. Ein Low Cap mit 70 Schuss, einem High Cap mit 600 Schuss, ein paar BBs und einen Schlüssel zum Nachziehen des High Caps. Dann kommen wir jetzt zur Airsoft selber. Macht schon mal einen sehr soliden Eindruck, wiegt eine ganze Menge schon mal. Und das Beste zum Schluss, der Reinigungsstab. So, kommen wir mal zu den Magazinen. Die Magazine sind aus Plastik und machen jetzt nicht gerade erstmal so den besten Eindruck und liegen auch in der Airsoft selber nicht so ganz stabil drinnen. Sie sind ziemlich wackelig. Da aber zwei Magazine im Lieferumfang enthalten sind, kann man darüber hinwegsehen, dass sie ein bisschen wackeln. Die Airsoft ist im ausgeklappten Zustand 95 cm lang, in einem geklappten Zustand 71 cm lang. Der Lauf hat eine Länge von 45,5 cm und sie soll eine Energie von 1,7 bis 1,8 Joule haben. Die Waffe ist in Zusammenarbeit von Begadi mit Zima entstanden. Im russischen Bereich ist die Marke Zima sehr bekannt und sehr begehrt bei den Einsteiger-Airsofts, weil die Qualität für den Preis echt in Ordnung ist. Die AK 101 Sportline macht einen ersten ziemlich guten Gesamteindruck, da sie mit ihren 3,33 Kilogramm ziemlich gut in der Hand liegt. Das liegt daran, dass sie fast ausschließlich nur aus Metall gefertigt ist. Lediglich der Frontgriff, das Magazin, das Griffstück und die Schulterstütze aus Plastik gefertigt sind. Uns ist aufgefallen, dass der Akkuplatz sehr gering ist, das Magazin leider was wackelt. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man sich qualitativ hochwertigere Magazine kauft. Jedoch sehr positiv ist uns aufgefallen, dass die Schulterstütze hier sehr solide und einen sehr starken Eindruck macht, was man leider von vielen AK-Modellen nicht behaupten kann. Gehen wir nochmal aufs Akkufach ein. Wie wir sehen, haben wir schon mal direkt einen qualitativ hochwertigen T-Stecker verbaut und kein Tamiya Mini-Stecker. Außerdem haben wir eine Schmelzsicherung direkt dabei. Jedoch ist der Platz wirklich sehr gering. Für einen Akku muss man schon genau gucken, welchen man da einbauen kann und welchen nicht. Wir haben uns hier für den Triple Stick Akku 1000 mAh 9,9 Volt entschieden. Diesen kriegt man mit ein bisschen Fummelei doch ziemlich gut in dem Modell untergebracht. Jetzt im Close-Up nochmal das Hub-Up-Modell mit Schieber.
wie bei allen AK-Modellen, nicht mit Rädchen wie bei M4-Modellen und anderen Modellen. Für alle, die noch was tacticaler sein wollen, kann man hier an der Seite über ein Side-Mount sich noch einen Red Dot oder einen Scope befestigen. Dieses haben wir uns natürlich direkt mitbestellt. Das schiebt man ganz einfach auf die seitliche Halterung, legt den Bügel um und zack ist man tacticaler. Das war jetzt unser erster Gesamteindruck zu der AK101 Sportline von Begadi. Und jetzt geht's zum Gameplay. Hi Leute, hier ist Phoenix Feather und ich geleite euch heute ein bisschen durch das Gameplay von der AK101 aus der Begadi Sportline. Hergestellt ist diese von CYMA unter der Bezeichnung CM.047C und importiert von Begadi. Bis auf die Begadi Markings und das FM5-Eck auf der rechten Seite ist die Airsoft sehr originalgetreu. Denn die AK hat fast das gleiche Gewicht und die gleichen Maße wie der große Bruder, der 5,56 x 45 NATO verschießt. Selbst der Klappschaft wird wie beim Original nach links abgeklappt und kann dort arretiert werden. Ebenfalls lassen sich Front und Rear Sight in der Höhe verstellen. Davon lasse ich aber heute meine Finger, denn ich spiele mit meinem Red Dot. Die Spielszenen, die ihr jetzt seht, sind bei einer kleinen Runde Domination entstanden. Dabei ging es eigentlich darum, unseren Spawn, der auf einem kleinen Hügel gelegen ist, zu verteidigen. Wir als Recce-Team jedoch ein bisschen nach vorne pushen, um das gegnerische Fort einzunehmen. Fuck me. Got him. Kommst du mit? Bitte? Kommst du mit zum Vor? Ja. Nice. Komm. Als kleines Zwischenfazit kann ich auf jeden Fall sagen, dass die AK erstaunlich präzise auf eine größere Reichweite war und allemal mit einer ICS mithalten kann. Um die Groupings dann noch ein bisschen enger zu bekommen, empfehle ich auf jeden Fall einen Tuninglauf und einen Flat Top. Wenn euch die Spielszenen gefallen haben, dann schaut euch doch das komplette Gameplay auf meinem Kanal an. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung und auch am Ende des Videos. Ich gebe dann jetzt wieder ab an Basti und den Chronotest. Kronen ohne Hop-Up mit 9,9 Volt Liefe und 0,23 Gramm Bio-BBs. Geschwindigkeitstest mit 9,9 Volt Liefe. Jetzt nochmal ein Durchgang mit 11,1er LiPo und immer noch den 0,23er BBs. Und jetzt nochmal ein Geschwindigkeitstest. Wie man merkt, es geht einiges mehr. Die AK überzeugt ziemlich mit ihrer Reichweite. Ihr Gewicht ist unseren Lauchis doch dann ziemlich auf die Arme gefallen. Am Ende des Tages haben die ihre Arme kaum noch hochbekommen. Ich wiederum finde, es ist ein schönes, angenehmes Gewicht für die Hand. Für jeden, der gerne mal was mehr in der Hand hat, ist das schon ganz angenehm. Wir haben sehr kritisiert, dass die Magazine wackeln, feeden jedoch einwandfrei. Ja, Reichweite top, Motor sollte man was Neues einbauen, ein bisschen was Stärkeres. Mit den 11,1er Lipos haben wir die besten Ergebnisse erzielt mit der Airsoft. Das Ansprechverhalten war dann ziemlich gut schon. Ja, im Großen und Ganzen für Einsteiger was ziemlich gut ist, für Fortgeschrittene müsste man noch was dran basteln. Was uns auch noch aufgefallen ist, dass das Hop-Up ziemlich leicht während des Spiels nachjustiert werden kann und ziemlich schwerfällig geht, was aber den Vorteil hat, dass es sich während des Spiels nicht verstellt. Für alle Schnelltwiggler, Schnellfingler, was auch immer, bei der AK muss man den Trigger ziemlich weit nach hinten durchdrücken, bis mal ein Schussergebnis kommt. Es spricht ziemlich schwerfällig an, deswegen muss man schon eine gewisse Zeit lang üben, um schnell mit der AK triggern zu können. Dann ist uns auch aufgefallen, dass wenn man tactical genug ist und sich eine Side-Mount befestigt, man den Schaft nicht mehr umklappen kann. Das heißt, Optik drauf, Schaft muss ausgeklappt bleiben. Nachteil, aber leider nicht änderbar.
Unser Schlusswort zur AK 101. Es ist ein Top-Teil. Preis-Leistung stimmt. Qualitativ hat man gut was in der Hand. Ja, an der VO3 Gearbox kann man dann was machen, wenn man sich damit auskennt. Oder die Freunde dran rumbasteln lassen. Jeder, der sich jetzt auch denkt, so ein Teil will ich auch haben. Hier unten gibt es für 170 € bei Begadi. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst einen Daumen oben, wenn es gut war. Support ist kein Mord, ihr wisst ja. Bis dann. Wie viel Uhr sitzen wir hier? Unser Wifi... Ich hole mir echt mal kurz ein alkoholfreies. Und jetzt geht's zum Gameplay. Das ist ein guter Outtake auf jeden Fall schon. Jetzt wär's, wenn der Glas nicht kaputt ist.